Guten Abend. I'm so delighted to be here, and I want to thank the DAV for inviting me on this very special occasion, and I want to thank Martin, who is going to make a heroic effort. Ich hoffe, also vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf an diesem sehr besonderen Tag, an dem Ehrentag des DAV. Ja. That's it. So I'm going to talk to you tonight about the Daimon. And many of you will be familiar with this idea, I think, if you know Jungian psychology through the work of James Hillman. But this is not the origin of the Daimon in astrology. Also es geht um den Daimon und einige von euch werden schon das eine oder andere wissen, vielleicht von James Hillman, vielleicht von Jung, aber es gibt einen anderen Twist heute Abend. So in the ancient world, the world was alive. It was full of energies. The energies might be the energies of a place, of an earth, of a king, someone with an amazing destiny. You're in the presence of someone who you cannot resist. The Daimon is about this kind of an encounter with a part of ourselves that lifts us to what the soul is required. In der antiken Welt müssen wir uns das so vorstellen, dass die Menschen sich das vorgestellt haben, dass alles voller Energien war. Jeder Mensch, jede Wesenheit, jeder Platz hatte eine Energie, die ausgestrahlt werden konnte. Und dann gab es halt diesen Daimon, über den wir gleich noch ganz viel hören werden, der sozusagen die Aufgabe hatte, zwischen den Menschen und den Gottheiten zu vermitteln, wenn man so will. And in fact, Dorian Geisler Greenbaum, who is an amazing scholar, who was for many years a very well-known astrologer, but became a classicist, wrote a book on the Daimon and Hellenistic astrology. And she went through all the text. You can buy this book. It cost about $150, I think. And she talks about the main reference of the Daimon being in Plato in the last book of the Republic, where he mentions the spindle, the planets, the stars and the morae. Also, es gibt eine... So it's a woman, isn't it? Yes, Dorian is a woman. Okay, so Dorian Geisler Greenbaum und da lernen wir, dass sie nimmt Bezug auf Platos Republik. Und dort wird Bezug darauf genommen, auf wie die Planeten, die Sterne und die Moirai, also auch aus der hellenistischen Astrologie, und der Themetus miteinander in Verbindung stehen, dass die Planeten und die Passion uns zu den Sternen sozusagen in Verbindung bringen. Yeah, I hadn't said that yet. Oh, sorry. It's okay. But it was great. The planet's relationship to the stars, the planet's relationship to passions bind us to the stars, from which we get our souls. Whence come our characters and our actions? Now, I'm going to skip the next part, but you can read it if you like, because I want to, many in Western philosophy and in Christian and Jewish philosophy, this is an image of the prophet Elijah, who is kind of asked to go do impossible things. Basically, there's a 3-year drought, and he's asked to go off into the desert and the ravens feed him. And then he's asked to go off again and someone else feeds him. Go ahead, you can. Sorry, who's this guy again? Elijah. Ich kriege die immer durcheinander, Elia und Elisa. Elias, auf jeden Fall geht es darum, dass er diese unmöglichen Aufgaben hatte in der Wüste. So he wants to fight with the ravens? He has to get fed by the ravens. Oh, also er sollte gefüttert werden von den Raben. Yeah, also anyway, völlig unmöglich. He's given just
don't look at my PowerPoint. Okay. Listen to me. Yeah. He's given an impossible task, and he's asked to do things that are crazy and going to get him into trouble. And each time, something happens that saves him. And this is the last time where he is running away, and he just says, "Just kill me now. This is too difficult." Also er bekommt diese wirklich unmöglichen Aufgaben und jetzt sind wir an dem Punkt, wo er sagt, hey, es reicht, ich kann nicht mehr, das geht einfach nicht. And in fact, an angel comes, taps him on the shoulder when he's sleeping and leaves some bread and says, "Eat that or you won't be able to continue." Also jetzt kommt der Engel und klopft ihm auf die Schulter und sagt, hier ist Brot und wenn du das isst, dann ist es möglich auf einmal. So, if you're a 12th house person, you may recognize parts of this story. You're asked, you're over and over again, you find yourself in some impossible situation, and you're like, why me? Also wahrscheinlich kennen das die meisten von euch, dass man von Situation zu Situation kommt und dann immer denkt, geht's noch? Warum ich? Das kann doch wohl nicht angehen. So, where does this come from? So I first ran across this diagram. This is from Deborah Holding. This is actually from Chris Brennan's book, but Deborah Holding talked about this in Temples of the Sky. And about 30 years ago, I had a really bad flu, and I was stuck in bed, and a friend stuck a little journal, astrological journal, under my door to give me something to read while I was sick. Also es geht jetzt darum, diese Abbildung ist aus dem Buch von Chris Brennan oder Deborah Holding, das sind beide hellenistische Astrologen. Und was Lynn jetzt erzählt, ist, dass sie vor etlichen Jahren mit einer Grippe im Bett lag und irgendjemand schiebt ein Astrojournal unter der Tür. Right. And there was an article about the planetary joys. Now, I had already seen a reference to the Daimon in William Lilly, and you know how you read something and it pings, tunk. Also irgendwie hat sie sich immer für die Freuden der Planeten interessiert und sie hatte auch schon gehört von William Lilly, dem großen Astrologen, dass es den Daimon gibt. But I couldn't find any information about it, so I let it go. So 10 years later, this article comes, and I see this diagram. And suddenly things make sense to me about the houses that never made sense. Also 10 Jahre später entdeckt sie dieses Diagramm, das sich mit den Freuden der Planeten beschäftigt und auf einmal macht es Klick und sie versteht, aha, darum geht es. Now, the 11th house, we all have to admit that in 20th century psychological astrology, the 11th house is a little boring. Sorry, we're here, so it's not boring. Also eigentlich sind wir gewohnt, dass das 11. Haus in der modernen psychologischen Astrologie ein bisschen langweilig ist. Yeah, but when you know, when you see that this house is the house of the good Daimon, in other words, what calls us to be what our soul is asking us to be. Not what our family is asking us to be, not what our parents are asking us to be, not what the society is asking us. Aber das 11. Haus ist das Haus des guten Daimons und dieser Ruf, eine Stimme, die uns ruft, die geht weit über das hinaus, was wir von unseren Eltern, von der Gesellschaft und so weiter hören, sondern es geht wirklich weiter. Now, the ancient writers said that you could have your soul, Plato in the myth of Ur, he says each soul chooses the daimon that is there to help you accomplish your purpose. Also eigentlich werden wir geboren, jeder mit seinem eigenen Daimon, der dafür zuständig ist, dass wir tatsächlich das erreichen, wozu wir vorherbestimmt sind. Right, and your daimon could be good, bad, or in between, indifferent. Also, entweder der Daimon ist gut oder böse oder so ein bisschen dazwischen. And the word for happiness in Greece, eudaimonia, means to have a good daimon.
Sorry again. Eudaimonia, the word for happiness in Greek, means to have a good daimon. Also die Übersetzung ist tatsächlich Happiness, also glücklich sein, einen guten Daimon zu haben. Now, one of the ways I've come to see this idea in astrology, I'm going to run you through some charts so you can understand this. If you want to follow up on these notions, I recommend Deborah Holding's book, The Temple of the Skies, Chris Brennan's big book on Hellenistic astrology, and Demetra George has just published 2 new volumes of ancient astrology, all of which touch on some of these things. Also das sind wirklich 3 absolute Klassiker von Deborah Holding, Chris Brennan und Demetra George. Also sehr zu empfehlen. Okay, so the good and bad daimon. Why here? Why these houses? I always had a sense doing astrology, and I've written a book on solar returns, and my sense was that when the 11th house was strong in the solar return, it was always a year about what was to come, not what was now, but what was becoming. Also die Tatsache, dass der gute und der böse Daimon Häusern zugewiesen sind, also ist also ganz besonders interessant. Lynn hat gerade erzählt, wenn man mit Solaren arbeitet und in einem Jahr, wo die Sonne im 11. Haus steht, ist es immer ein Hinweis darauf, dass etwas wirklich Neues anfängt. Right. And I always felt there's something else here. So I started to read these texts about the daimon, and I was going to give a talk on this in England, and I went to stay with friends of mine, and I start telling them all my discoveries, and they said, well, you know, there's a new book. No. Also sie hat gedacht, eigentlich ist das jetzt etwas, worüber sie referieren wollte in England, und dann haben die Leute gesagt, es gibt ein neues Buch, und sie hat gesagt, nee, Yeah, and they tell me this book has just come out in the States by James Hillman called The Soul's Code. Also es gibt dieses Buch von James Hillman, und ich habe mir aufgeschrieben, wie das in deutscher Übersetzung heißt. Es heißt Charakter und Bestimmung. And this, actually I'm not sure that's it, but von James Hillman auf jeden Fall. There's another book, but it's, and I got very excited, and I went out that day to a place, and I found a copy of this book, but it hadn't yet been published in England. It just appeared. So this is the daimon. In ancient astrology, the daimon is defined differently. It's called the part of spirit. So those of you who work with traditional techniques may be working with this. I'm not going to spend a lot of time, but to give you an idea of the reputation of the 12th house, Rhetorius wrote that it signified enemies, here you can read, enemies, slaves, four-footed animals, childbirth, illnesses and wounds, banishment, devoured by dogs. Madmen and Dogmen. Ja, das ist jetzt eine Definition von allen Sachen, die wir in dem 12. Haus gefunden haben könnten, aufgrund der griechischen Astrologie. Also Feinde, Sklaven, Vierfüßler, Geburt, Krankheit und Verwundung, Bestrafung und von Hunden aufgefressen werden, Verrückte und Hundemänner. So this is not exactly a friendly place. Now, why was Saturn given to the 12th house? Lily says it's because Saturn rejoices in suffering. That's why Saturn had its joy there. But, so let's talk a little bit about Jung, who mentions the daimon very often. And I'm sorry I couldn't find this quote in the original German. Also nochmal kurz, also Saturn hat seine Freude im 12. Haus, und man geht davon aus, ja, weil der so gerne leidet sozusagen, deshalb so ein unerquickliches Haus. Und jetzt werden wir was über C.G. Jung hören, und leider gibt es das jetzt nicht auf Deutsch in der Originalsprache. Jung says, in the Red Book, I have had much trouble getting along with my ideas. There was a daimon in me, and in the end its presence proved decisive. It overpowered me, and if I was at
times ruthless, it was because I was in the grip of the Daimon. Ich habe schreckliche Schwierigkeiten gehabt, mit meinen Ideen weiterzukommen, durchzukommen, denn es gab einen Daimon in mir drin und am Ende war es aber doch irgendwie ganz wichtig, dass dieser Daimon da war und er hat mich überwältigt und ich bin schonungslos geworden. Right, so the daimonic force is a force, there are moments in our life where we are overpowered. The individual can be overpowered by eros. Eros can be a daimon, can be daimonic. Rollo May, psychologist, brilliant psychologist, talks about the fact that certain aspects of the personality override everything else, and this is the action of the daimon. And it doesn't matter, it's blind. We no longer choose where we're going. And this is why there's a 12th house quality to the daimon. Now, Jung himself, and we might look at his chart later, had Mars in the 11th house. So his daimon required him to go somewhere. Did I go too far? Yeah, a wee bit, but never mind. I forgot. I'm trying to catch up. Also es geht darum, dass also es geht darum, dass zum Beispiel so etwas wie Eros, wo man ja normalerweise annehmen würde, das wäre etwas Positives, kann einen völlig übermannen, dass man dem komplett ausgeliefert ist. Und zum Beispiel C.G. Jung hatte Mars im 11. Haus, right? Mars in the 11th House. Und wir werden gleich etwas darüber hören. In Schütze auch noch. Und wir werden gleich etwas darüber hören, was das mit ihm gemacht hat. C.G. Jung. And Jung said a creative person has little power over his own life. He is not free. He is captive and driven by his daimon. Also ein Mensch, ein kreativer Mensch hat eigentlich relativ wenig Kraft und Einfluss über sich. Er ist eigentlich überwältigt von diesem Daimon. So in his case, all of you know the story, he plunged into a period in 1913 of inner exploration. This is a daimon in the 11th house in Sagittarius. 1915 hat Jung diese wahnsinnig intensive Zeit erlebt, in der er sozusagen also wirklich reingefallen ist in diese intensive Erfahrung mit Mars im 11. Haus. And it took him away from society on many levels. Also er hat sich aus der Gesellschaft sozusagen zurückziehen müssen für eine ganz bestimmte Zeit. Now, I want to talk to you about Joni Mitchell. Joni Mitchell has a conjunction of Mars and Saturn in the 12th house. Joni Mitchell, wie ihr seht, hat eine Konjunktion von Mars und Saturn im 12. Haus. Now, one of the over and over and over again, she was pulled back from life. And we can see this is very strongly related to Mars conjunct Saturn. In any case, square the moon and square Venus. So there's a T-square. Moon, Venus, square Mars and Saturn. Also Joni Mitchell ist im Laufe ihres Lebens immer wieder zurückgeworfen worden und eine Erklärung dafür kann halt dieses sehr prägnante T-Quadrat sein. Ja, wir sehen Mars, Saturn im 12. Haus und dann haben wir noch das Quadrat zum Mond. And the other square is so the one was Moon and the other one was? To Venus. Und zur Venus, die dann natürlich eine Opposition bilden. Again, the signature for music and for art, because she's painted her entire life, can be Venus conjunct Neptune, opposition Moon in Pisces. Also nicht nur eine Musikerin, sondern auch eine begnadete Malerin, die hat ganz viel gemalt und das sind natürlich alles Signifikatoren für dieses künstlerische Talent. Her first barrier, when she was a young child, she wanted to be a runner. And she wanted to compete in sports, and at 9 years old she got polio. Eigentlich wollte sie Athletin werden, sie wollte wirklich laufen und dann, als sie 9 Jahre alt war, hat sie Polio bekommen, Kinderlähmung. And so she basically stayed in bed for much of a year.
while she was recovering from polio, and she couldn't. She had to give up her ambition to be a runner. She learned to walk again. She painted. She did some piano playing. She was attracted to the guitar, but her mother didn't like the kind of music she liked. Also in diesem Jahr, in dem sie also wieder versuchte, also gesund zu werden, musste sie ja diesen Traum aufgeben, Läuferin zu werden, und hat sich mit anderen Sachen beschäftigt. Unter anderem mit auch Musik und Malerei. Und ihre Mutter fand diese Musik, mit der sie sich beschäftigt hatte, aber alles andere als hochwertig, keine Ahnung. And because of her polio, she couldn't play the guitar the way other people could. So she learned to string her guitar left-handed. And her left-handed stringing also meant that her musicality was different than other people. Joni Mitchell is one of the only women on the list of the greatest 100 guitar players in the world. Also aufgrund dieser Einschränkung musste sie also improvisieren und musste mit ihrer linken Hand, also auf eine andere Art und Weise, die Gitarre lernen zu spielen. Und diese geniale Frau ist tatsächlich eine der wenigen Frauen, die in der Liste der 100 begnadetsten Musiker sind. Also eine der wenigen Frauen. Right. So, and Venus and Mars and Saturn are in Gemini, the hand. Und Venus, Mars, so Mars and Saturn. Und Saturn sind in Zwillinge, und das hat mit den Händen zu tun. Yeah. So as you can see, Joni Mitchell is born in 1943. In 1964, she was an art school dropout, playing in the evenings in cafes, and she got pregnant. At a time when being a single mother was absolutely impossible. Geboren 1943, hat sie im Jahre 1964 hat sie die Schule abgebrochen und hat also so gespielt in Cafés, und dann ist sie schwanger geworden zu einer Zeit, wo das natürlich gar nicht ging, eine alleinerziehende Mutter. And the man who was the father of her child said, "I'm going to California. Bye." Okay, so she ended up giving the child up for adoption. And this was a great secret. But it was a secret that in 1993 a former friend of hers sold to the newspapers. Also nicht nur, dass dass der Kindesvater gesagt hat, ich hau jetzt ab nach Kalifornien, also musste sie dieses Kind auch noch sozusagen heimlich zur Welt bringen, und dann war sie gezwungen, es zur Adoption freizugeben. Und im Jahr 1900, und es war ein großes Geheimnis natürlich, und im Jahr 93 hat eine Freundin von ihr sold the story to a newspaper. A friend, yeah. 30 years later, okay. a friend sold the story to a newspaper. Okay, also hat das an eine Zeitung verkauft, dieses Geheimnis. A male or a female friend? A woman, yeah. Okay. And sorry. And she tried to keep the child, and she actually married a musician, another man, hoping he would adopt they were on tour singing, and everywhere she sang, she had a voice like an angel. Everywhere she sang, she drew in more crowds. So he wanted to sing with her, and she wanted to keep her child. But in the end, he wasn't interested, so she gave the child up for adoption. Also das ging jetzt nicht ganz schnell, dass sie das Kind weggegeben hat, sondern zuerst hat sie noch versucht, es zu behalten. Dann hat sie einen neuen Mann kennengelernt und hat gedacht, der wird sich kümmern. Dann sind die beiden musikalisch erfolgreicher und erfolgreicher geworden, und dann hat sie gemerkt, der will gar nichts mit dem Kind zu tun haben. Das heißt, sie musste es zur Adoption freigeben. And she said that winter in Michigan, performing in small clubs, she wrote and wrote and wrote and wrote. That's when she began to write her own songs. Also in diesem kalten Winter in Michigan hat sie wie eine Verrückte geschrieben, einen Song nach dem anderen. Wie wahnsinnig. Right. And even in one of her songs on her most famous album, which is called Blue, she talks about raising someone else raising your child, but no one ever picked up on it. She actually talks about it in her music.
Also es gibt ein Album von ihr, Blue, also Blue heißt auf Englisch traurig sein, und es gibt tatsächlich ein Lied, worum es darum geht, dass sie etwas besingt, jemand anders zieht hier mein Kind auf, aber niemand hat irgendwie die Verbindung hergestellt, dass sie sich um sich drehte. And I hope you're beginning to see that every time Joni Mitchell is taken out by the Daimon, it gives her something. But it gives her something born of suffering, because this is the nature of the 12th house Daimon. Also langsam wird es klar vielleicht für euch, dass immer wenn Joni Mitchell sozusagen rausgerissen wurde, dann dieser Daimon etwas bewirkt hat, dass also aus dem Leiden etwas Neues geboren werden konnte, also 12. Haus halt. And these are some of her lyrics. I can't go back there anymore. All my keys won't fit the door. Also das ist aus einem dieser Lieder. Ich kann nicht dorthin zurückgehen, weil keiner meiner Schlüssel noch in die Tür passt. And she said in an interview, every bit of trouble I went through, I am grateful for. In einem Interview hat sie dann aber gesagt, ich bin eigentlich dankbar für jedes bisschen Unglück, was ich hatte. Dafür bin ich dankbar. Because bad fortune changed the course of my destiny. Denn Pech zu haben hat am Ende des Tages mein Schicksal verändert. I became a musician. Ich bin Musikerin geworden. This is how the 12th house Daimon works. Now, it doesn't work so spectacularly in everybody's chart, because not everyone has a moon at the midheaven in Pisces, trine the ascendant and the sun. Also natürlich gibt es in diesem Horoskop auch also Hinweise, die zum Beispiel Mond auf dem MC und so weiter und so fort. Wir dürfen uns das also nicht so vorstellen, dass nur ein 12. Haus dann immer so spektakulär wirkt. In 1997, Joni's daughter, who had been looking for, found her. Joni's daughter, the one she had given up for adoption, found her mother. 1997 hat das zur Adoption freigegebene Kind, eine Tochter, Joni Mitchell, gesucht. And Joni stopped playing music. Und aufgrund dessen hat sie keine Musik mehr gespielt. She had always painted. She painted the covers of her albums, but she just said, I'm done with music now. Sie hatte auch immer die Cover ihrer Alben selber gemalt, und nach dieser Begegnung mit ihrer Tochter brauchte sie nicht mehr künstlerisch tätig zu sein. Hat sie alles aufgegeben. But, you know, she still played a little. In 2015, she had a stroke. 2015 hat sie einen Schlaganfall gehabt. And she took her a long time to recover, but people, friends, other musicians would go and visit her and go to her house. And I'm going to go to the next slide, and I'm going to just Gucken wir einen show Film. you. Yeah. Jetzt brauchen wir YouTube. Yeah, I mean, I think we have to do the... Ist leider mit Some Werbung. of you have maybe seen this. Ja. This is, let me just... Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sight, and they rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up
that I recall. I really don't know clouds. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let them know. No, don't give yourself away. Oh, I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. I don't know love at all. Tears and fears, feeling proud To say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way, but now old friends are acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life. I really don't know life at all. Joni Mitchell here is, I will tell you the story because you can't see it or hear it. Mercury is retrograde. Go ahead, the Daimon is. Absolut. Also rückläufiger Merkur, aber jetzt kriegen wir die Geschichte trotzdem zu hören. We tested it earlier and it worked perfectly. It's just one of the mysteries, so I'll put this back. On June 24th, there was a very famous Newport Folk Festival, and Joni had last sung there in 1967. She was a surprise guest. You saw that chair, that was a little bit like a throne, a little bit like Clemens coming up here as well. She sang. She's 78 years old. She hadn't performed in many, many years. And her voice, I'm really sorry you can't hear it because her voice is unbelievable. Also sie war Überraschungsgast auf diesem Festival und sie hatte ja wirklich Jahre lang nicht mehr auftreten können. Und
trotzdem war es tatsächlich so, dass ihre Stimme immer noch was ganz Besonderes war. So when was that? In 2016? This year, Oh, this year even. in Okay, also June brandneu. 24th, 2022. Okay, dieses Jahr. And it was a surprise. No one knew she was going to be there. At the last minute, she might not have come. So you'll notice it's Saturn, Mars, in the 12th house. She's an old lady. Her voice is not the voice of the young girl, which is a pure voice, very, very high, that hits the heavens. Also natürlich eine alte Dame sozusagen, die kriegt nicht mehr die ganz hohen Töne, es ist schon eine andere Stimme. But it is a voice with suffering and gravity and wisdom and experience. Aber natürlich eine Stimme, Weisheit, Erfahrung, Gravitas, also ganz, ganz besonders. This is one of the things that was said about her. Her music is an effort to be skybound, to relieve the body of temporality, to ride above the culture, to not be in it, but to look down upon it. Wow, also ihre Stimme, ihre Musik verleitet dazu, also es hat sozusagen, es ist himmelwärts und es verleitet dazu, den Körper zu verlassen, die körperlichen Fesseln. Yeah. So this is one of the ways to think about the 12th house, is that over and over again it brings you somewhere and you have to find a way. The key you had doesn't open the door. It's a new one that will open. And her voice goes where her body cannot go. Also das ist eine der Lektionen des 12. Hauses, dass der Schlüssel, der vorher gepasst hat, der passt nicht mehr. Man muss einen neuen Schlüssel suchen und auf einmal hat sie sozusagen mit ihrer Stimme gemacht, was sie selber als Persönlichkeit so nicht hätte machen können. Das hat ihre Stimme für sie gemacht. But it's kind of scary to think about this chart because as amazing as her life is, it's really difficult as well. Really difficult. Also das ist natürlich auch ein bisschen Angst auslösend, wenn man sich anguckt, dieses Chart, dieses Horoskop, also wie viel Leiden da drin ist. Also Now this is also an image of a daimon. Sometimes daimons were shown as serpents. We've seen the winged version, but very often offerings were made to a daimon. And in Roman culture, the daimon was called the genius. ich fange mal von hinten an, also im alten Rom wurde der Daimon, also der Genius genannt, wir werden da gleich noch mehr drüber hören, und jetzt nochmal, also ein Daimon in alten Abbildungen konnte sowohl also so schlangenartig sein, konnte aber auch mit Flügeln kommen. So how would you imagine your daimon? And another thing Joni said in her interview is, if you get rid of the demons, the disturbing things, the angels fly off too. Also Joni Mitchell hat auch gesagt, wenn man den bösen Daimon sozusagen los wird, dann fliegen die Engel aber auch gleich mit weg. And this image is from Paul Klee. It's puppets he made for his son. But they make me think in our imagination, when we talk to our imaginary friends, when we're children, or what if your child spoke to an imaginary friend, who are they talking to? Often they are strange characters like this. Indeed, ja. Also der Künstler Paul Klee hat diese Fingerpuppen für seinen Sohn gemacht, und das ist sozusagen auch, also Kinder reden ja auch mit ihren Freunden, die gar nicht da sind, ihren eingebildeten Freunden, und eigentlich haben wir das ja alle, und diese Fingerpuppen, die bringen da einfach nochmal so ein bisschen eine Musik rein. And you might have seen there's some finger puppets for sale out there. It's a pure coincidence planted by someone's daimon. Also bitte unbedingt rübergehen. Im Nebenraum gibt es diesen Stand mit diesen ganz bezaubernden kleinen Puppen. Und da haben wir natürlich gleich gedacht, hey, Daimon, ne? Also. How many of you know who Allen Ginsberg is?
Yeah? Er kennt Allen Ginsberg, ja. Okay, Allen Ginsberg was a famous poet of the Beat generation with a beard and glasses, and he kind of declaimed his poetry in verse. I saw him once many years ago. Oh, you did? Yeah. I'm impressed. He was around a lot. Also diese Beat-Generation, also ein Dichter mit einer Hornbrille und so einem Bart und also wie er gedichtet hat, das fängt einfach diese Zeit wunderbar ein. And you'll notice he has Jupiter, Moon and Mars in the 12th house. Also wir sehen Mond, Jupiter und Mars im 12. Haus. And I'm going to give you the first verse of Howl, one of his most famous poems, and then we'll go back to the chart. Okay, also jetzt kriegen wir einen Ausschnitt aus einem seiner Gedichte. Mein Gott, das muss ich übersetzen. Und dann gucken wir uns wieder das Chart an. I'm making Martin work very hard. Okay, so it begins like this. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters, burning for the ancient, heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. Uff. Okay. Also ich habe die besten, die genialsten Menschen meiner eigenen Generation gesehen, wie sie zerstört wurden durch Verrücktheit, durch also Hungern, durch Hysterie, Nackedei sozusagen. Sie sind durch, oh Gott, also wie übersetzt man Negro Streets, politisch korrekt? We understand. Also es geht offensichtlich um die Viertel. So he's referring to the quarters of New York. Okay, also like Bronx or Queens. It's okay, don't worry. Never mind. Don't worry. Okay, also wie die da durch diese Straßen gegangen sind und die waren so wütend und gleichzeitig gab es diese also mit Engelsgesichtern, die also den Rückbezug gesucht haben zu den alten Himmelsgefilden sozusagen. Anyway, it's incredible poetry if you speak English. But think, angel-headed hipsters. So we have the outcasts. Ginsberg was gay. He wrote about love between men at a time when this was still criminal. Also er war also jemand, der außerhalb der Gesellschaft stand, ein Outlaw, dann war er schwul und hat über all diese Sachen geschrieben in dieser Zeit. But he shows these people wandering in the worst neighborhoods, looking for a fix for drugs, ja. But nonetheless connected to the starry machinery of night. The outcasts are connected to the stars. Also diese Ausgestoßenen, diese von der Gesellschaft Ausgestoßenen, also Fixer, die wirklich nur nach der nächsten Spritze gesucht haben, trotzdem hat er da also die Verbindung gesucht zum Himmel. This is the 12th house. The more you are outside, the more when you're pushed out far enough, you can no longer be connected to ordinary people. You have to be connected to something bigger, to something beyond, because that's the only thing that's left to you. Also das ist halt der Effekt, wenn man weiter und weiter und weiter ausgestoßen wird, dann gibt es gar keinen anderen Weg, als zu versuchen, mit etwas anderes in Verbindung zu kommen. And Allen Ginsberg's mother was an amazing woman, very, very intelligent, very well read. She adored him, but she was schizophrenic and paranoid. Also seine Mutter hat ihn absolut vergöttert, aber sie war leider schizophren und paranoid. Everybody else, she was afraid that the director of the FBI had planted listening devices in her house, and this is before the internet. Also das ging sogar so weit, dass sie dachte, irgendwie das FBI hat überall Wanzen in der Wohnung. Also
We might think that now on our telephones, but it doesn't make us schizophrenic. Also das war vor dem Internet. Also heute wäre das vielleicht angemessener, sowas zu gucken, ob unser Handy angezapft ist oder so. So you can see that Ginsberg begins, he adores his mother, but he describes in one of his poems riding the bus with her to go to the psychiatrist and seeing her be totally mad. Also obwohl er seine Mutter absolut angebetet hat, musste er Zeuge sein, wie sie sozusagen abgeholt wurde, ab in die Psychiatrie. So we could say that his muse is part of the difficult Daimon, the Daimon of the 12th house. Sorry, he's mute? His muse. His muse, auch, also seine Muse, seine Mutter sozusagen, war dann, sorry, it goes on like this, so his muse was? Part of the difficult Daimon of the 12th house. Okay, also, das war Teil dieser sehr schwierigen Daimon-Beziehung in seiner Biografie. Daimons also, a very powerful daimon can seize the collective. This is from an image in Siena. Some of you may know it. There's the allegory of good and bad government. And in the allegory of good government, it's a beautiful fresco painted on the walls of the city hall. Everything is in harmony, things are growing, there are plants, all members of society are working together. But on the wall with the allegory of bad government, everything is falling to pieces. Also ein Daimon kann auch kollektiv wirken und das ist jetzt aus Siena und wir sehen hier eine Allegorie für das gute, also für die gute Regierung und für die schlechte Regierung und wir sehen in der guten Regierung geht es halt darum, ne? alle prosperieren, alle sind zufrieden, es gibt Gerechtigkeit und natürlich in der schlechten Regierung herrscht das Chaos. Now, this is the leader of the city in the allegory of bad government, and here we have a chart. No, you know I have to do this. At least it's not a German, right? But you can see Mars and Pluto in the 12th house, that there is something daimonic here. There is something that cannot be stopped, that doesn't have limits, that seizes the personality. In this case, with Pluto and Mars, you can think of a will. The daimon is the will, which must be the one who decides, which is the one who decides everything, no other laws but my law. Right? Also im Horoskop von Donald Trump sehen wir mit Mars und Pluto im 12. Haus, dass es so eine Kraft entwickelt, dass es sozusagen, also diese Planeten übernehmen sozusagen die Kontrolle. Ja? So the daimon doesn't need, in a way, takes you into an experience where some part of the psyche is out of control. Also dieser Daimon führt uns auf Wege, wo er Teile unserer Psyche übernimmt. I'm going to skip, well, Bukowski, you know. Yeah. Charles Bukowski, anyone? Yeah. Yeah. I had a video of Bukowski as well with a great poem, but we can't read that. So, but Bukowski is a 12th house moon, and he had an American father, a German mother, and his father beat him most of his childhood. Also Charles Bukowski mit Mond im 12. Haus. So he had a German mother? Mm-hmm. And an American father? American soldier Sorry, father. I'm dragging behind. It's hard. Und sein Vater hat ihn also richtig derbe geschlagen immer als Kind. Yeah, and when he was 11 or 12, he tasted alcohol for the first time. Und als er 11 oder 12 war, hat er das erste Mal Alkohol probiert. This is going to be very useful. Und er hat gedacht, das wird wunderschön. And he never stopped drinking. It's fine. And he never stopped drinking, really. Und das war natürlich der Anfang vom Ende. Er hat nie wieder aufgehört zu trinken. There's a lot to see in this chart, but we are running out of time. But I want to say that Bukowski, a bit like Ginsberg, but in a different way. If you've ever watched
I'm not a big fan of his work, but he is a personality. His face is all deformed from alcohol. His voice is like this. He's incredibly funny and a great storyteller, or was. Habt ihr mal was gesehen von Charles Bukowski? Es ist einfach absolut genial, dieses verschrumpelte Gesicht, diese Stimme, und der ist dann auch noch unglaublich lustig dabei. Ja? And people love him because he is also a voice for those who have nothing. Und natürlich verehren die Leute ihn, weil er die Stimme für diejenigen ist, die nichts mehr haben im Leben, gar nichts mehr. For those who live in the streets. So far I'm only really talking to you about the 12th house Daimon, but the 11th house is very strong in this chart. Und obwohl wir haben jetzt über das 12. geredet, aber guckt euch mal an, das 11. Haus ist auch sehr dominant. Ja? And when he was in his 40s, he met the publisher of Black Swallow Press, George Martin, who basically said, I'll give you, if you stop working, because he worked at the post office, he said, if you stop working and write, I'll give you $100 a month, and I'll publish, just send me whatever you write. Als er in seinen 40ern war, hatte dann jemanden kennengelernt, der ihn verlegen wollte, und der hat gesagt, hey, wenn du schreibst, ich gebe dir $100 jeden Monat. And he became one of the best-selling writers of this press. Und also tatsächlich, er war der erfolgreichste Bestseller-Autor in diesem Verlag. And who would believe in a guy who's drunk working in factories or the post office? Und wer hätte das gedacht von so einem Trunkenbold, ja, also. So very often the ancients said that the Daimon is often someone you meet at the very right moment. When you have an 11th house Daimon, the way it works is this, is you meet the right person at the right time who says, oh, you're doing that, why don't you go down that street, turn left, and when you turn left, you meet someone you've been looking for 20 years. Also irgendwie, wenn man einen 11. Haus-Daimon hat, vielleicht hat man irgendwann so eine Stimme, die dann sagt, geh dahin, dann bieg links ab, und dann wirst du jemanden kennenlernen. So, the 11th house Daimon shows you the way. This is from Deborah, the opposite house to the 5th. The 11th was known in the classical authors as the house of good spirit. Also das ist jetzt ein Exzerpt aus dem Buch von Deborah Howling, und also sie schreibt, dass das 11. natürlich gegenüber dem 5. ist, und das 11. Haus ist das Haus des guten Geistes, des guten Daimons. And she says this is because a planet in the 11th has risen far enough from the ascendant to be free of combustion. Also es ist frei von jeder Gefahr, also in die Verbrennung zu gehen, weil es weit genug weg ist vom Aszendenten. And symbolically, it's important to free oneself of the connotations of captivity and invisibility associated with the 12th house. Und dennoch ist es ja nicht im 12. Haus, wo man sozusagen eingeschlossen ist und nicht mehr sichtbar. Okay, I'm not reading all of it because we have a time limit. So your life, Hillman said, your life is not predestined as in Calvinist thought, where everything is written down in the book long before your birth and is inescapable. There are choices, accidents, hints, and wrong paths, and the ego you, or whatever you call yourself, is a factor in all of this. Also James Hillman schreibt, dass unser Leben nicht wie also bei den Calvinisten zum Beispiel vorherbestimmt ist. Es ist nicht immer alles schon vorher aufgeschrieben worden in dem Lebensbuch, sondern es gibt Wahlmöglichkeiten, es gibt Unfälle, es gibt Hinweise, die uns auf bestimmte Wege führen können. And he says, there's something else that keeps calling you, something else that says, come on. And he says, at some moment, people turn in despair, or when they are unable to go any longer on a certain route. And this voice says, where have you been? I've been waiting for you to turn to me for a long time. Also manchmal in Zeiten der größten Verzweiflung kommt dann eine Stimme und die sagt dann so, wo bist du gewesen? Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Warum hast du mich nicht vorher beachtet? Hillman, by the way, had a conjunction of Sun, Moon, Chiron
in Aries in the 11th house. Also Sonne, Mond, Chiron im 11. Haus hatte James Hillman. And Uranus. In which sign? Aries. In Widder. Widder. Yeah. So the Daimon comes to you at the moment when you're like, okay, I can't take it anymore, and when you're ready to hear something else. The Daimon is the urge in every human being to affirm itself, perpetuate, and increase itself. The daimonic only becomes evil when it usurps the total self. Sorry, when you what? The daimonic only becomes evil when it usurps the total self. Also, dieser Daimon ist eigentlich dafür da, dass wir uns selber lernen zu bejahen, dass wir also weiterkommen im Leben, aber wenn man dem zu viel Macht gibt, dass der sozusagen über uns die Kontrolle übernimmt, dann wird er böse. Ja? It's said that Socrates had a daimon. And the various Greek philosophers would say, no, he doesn't have a daimon. They'd say he looked that way. They said, no, he was reading the omens of the birds. And it said that the daimon, that Socrates' daimons would speak to him, and he would stop in mid-sentence and look far away. Ja. Also Sokrates soll einen Dämon gehabt haben und die anderen haben das aber nicht für voll genommen. Die haben gesagt, der spricht mit den Vögeln, aber es war wohl tatsächlich so, dass er inmitten einer Rede auf einmal innehielt nach dieser Stimme. So the daimonic, says Plato, is the agency which intercourse and converse takes place between men and gods, whether in waking or in dreams. Also, der Daimon ist der Vermittler zwischen dem Himmlischen, also unsere Beziehung sozusagen mit dem Höheren, mit den Göttern und uns selber. So there are the gods, there's Mars or Venus, but your personal daimon runs the communication through the 11th house. Also wenn der Venus oder Mars sind, dann ist unser Daimon dafür zuständig, vom 11. Haus sozusagen hin und her und zu vermitteln. So I'm going to quote one more person here. This is Saffron Rossi, who teaches at MISPA, like I do. She's a Jungian who's just written a book called The Kore Goddess. And she says, to live an integral life, we need to pay attention to inner principles, which is to say we must pay homage to our daimon and the gods. By daimon, I mean the sense of destiny felt with what we must do in life, who we are, and what we have to have. We can think of this as the personified... Go ahead. Okay. Also um ein integriertes Leben zu führen, müssen wir auf unseren inneren Dialog, unsere inneren Prinzipien hören, die uns immer wieder sagen, also wir müssen wertschätzend mit unserem Daimon und mit den Göttern umgehen. Und mit Daimon meine ich, es gibt einen Sinn von Bestimmung, dass es etwas ist, etwas müssen wir machen in unserem Leben. Irgendjemand müssen wir werden und was wir haben müssen. So, you can perhaps read this, but she says that the daimon is what navigates between our fate and our character. All of you know this image. Also unser Schicksal und unsere Persönlichkeit, unser Charakter und dazwischen vermittelt der Daimon. I'm going to show you one more chart here. Hold on. This is Jackie Robinson. I don't know if you know who he is, who he was. Okay, he was the very first black baseball player also der erste schwarze Baseball to be allowed to play in Major League Baseball. Until that time, black athletes played separately, but they couldn't play to white audiences or on white teams. Also vorher waren die getrennt in rein schwarzen Teams und der war der Erste, der in ein gemischtes Team durfte. And Jackie Robinson
was drafted, and there was a huge, whenever he played anywhere in the South, there were huge, he'd be insulted, called a monkey, called all the horrible insults and names you couldn't, and he could not stay in the same hotel with the other players. Also immer wenn er in den Südstaaten gespielt hat, haben die Leute ihn beschimpft, ihn als Affen betitelt und er durfte noch nicht mal in den gleichen Hotels schlafen wie seine weißen Mitspieler. Sometimes he had to travel separately. Manchmal musste er sogar also selber, also nicht mit den anderen konnte er fahren, er musste. When the team would travel to a new city, they would have to drop him off at a black-only hotel. Die mussten ihn dann in einem schwarzen Hotel abliefern. But he was one of the greatest athletes ever, one of the greatest baseball players ever. He broke every record. Also das war der absolut größte Baseballspieler überhaupt und er hat jeden Rekord gebrochen. So in the 11th house, he was called to do something. He was called to step out there. The 12th house, Saturn, Daimon, made him almost endure insults, as if people were throwing things at him as he walked down the street. But in the end, he became someone who led or inspired other people through the 11th house, Jupiter, Pluto. Also wir haben hier den Einfluss des 11. und des 12. Hauses, also das 11. Haus, der 11. Haus Daimon hat ihn quasi dazu gebracht, diese ganzen tollen Sachen zu machen, während das 12. Haus eben gesagt hat, also obwohl es mit unglaublichem Unglück und Quälerei verbunden ist, lohnt es sich und deshalb war er natürlich leuchtendes Beispiel für viele andere Schwarzamerikaner. And with a powerful Mars, you can see that he has great athletic ability, a powerful 6th house, incredible skill. But his real call is that 11th house. Also wir haben hier natürlich dieses vollbesetzte 6. Haus, aber also der Ruf in dem Horoskop sozusagen kommt aus dem 11. Haus. To show the connection possible that hadn't been made before, no matter what it costs you, 12th house. Also was auch immer es kostet, es kommt dann aus dem 12. Haus, es lohnt sich, es muss einfach sein, all dieses Leiden muss durchlitten werden. So what I would, and this is a painting of, I'm going to stop. This is a painting it's such a pain, so sad to I'm so interrupt sorry. you in this interesting point, but I'd really love the audience to, of have course. a chance to maybe, I'm sure there may be some questions, okay, comments. Great. So is this, of course, I'm it's very great. Sorry. I'm sure there will be more exciting, interesting questions. Examples. Thank you, Brigitte. Erstmal herzlichen Dank an Lynn und Martin Sebastian für diesen großartigen Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Thank you, Martin. Thank you. Und es gibt noch eine Gelegenheit, wir werden es bei allen Vorträgen hoffentlich, so geplant, immer die Gelegenheit haben, dass ihr auch Fragen stellen könnt. Gibt es jemand, der an dieser Stelle zu diesem Vortrag eine Frage hat? Ach, Wolfgang, großartig, du bietest. Ja. Okay, da gibt es eine Frage. Einen Moment, das Mikro kommt, damit wir es auch hören hier vorne. Dankeschön. Is the Daimon more passion or more my aim on Earth? It's both. It depends on what planets you have. But I would say that passion, something that seems irrational, something that seems irresistible, may bring you to an aim you didn't know that you had. Also wir reden jetzt über die Leidenschaft, hat es mit Leidenschaft zu tun und in der Tat, das scheint der Fall zu sein, irgendetwas ist unwiderstehlich, es zieht dich einfach dahin. Beantwortet das deine Fragen? Ja. Okay. Gibt es weitere Fragen? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Remember, we have the diamond as the snake, the serpent, and here with Alexander, he had a dream of a snake. And this is a painting of Alexander's Daimon, right? Also das ist jetzt der Traum des Alexander, dass er jetzt diesen Daimon
sieht. This is not Alexander, it's his Daimon. This is not one? This is Alexander the Great's Daimon. Alexander der Große, alles klar. Ich konnte das, Okay. ja. Alexander the Great. His Daimon. Ja, Daimon. das ist ein Daimon. Also, So not all Daimons are alike. die sind alle verschieden. Also kann so oder so aussehen. Ne? Okay, is your Daimon a power Daimon? Is it a Daimon that makes you do something over and over again until you can't stop? Habt ihr irgendwie vielleicht so einen Daimon, der so voller Kraft ist und euch anpeitscht, Sachen zu machen? Oder? Or? Ich glaube jetzt, I think we have plenty of pictures now which we take to bed tonight. Yeah. Let's see what kind of dreams we will come up with. And you will be here until Sunday? Yeah, leave Sunday morning. So yeah. we'll have a chance To talk. To talk. Great. So thank you so much. You're for welcome. this wonderful, very inspiring, very interesting, kind of unusual talk. subject. And this is our thanks to you. This is one of our cups and a little merci. One for you and one for Wow. Martin Vielen Sebastian. lieben Dank. Thank you so much. Thank you. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir danken. Großartig. Ja. Thank you. So thanks for coming to our conference. And It's a pleasure to be here. It's an honor for me to be here. So it is for us. Es ist eine Thank you so wirkliche much. Ehre für Lynn Ja. hier zu sein. Jetzt sich Großartig. wirklich wahnsinnig gefreut. Thank you. Thank you. Okay, danke.